Hallo, ich bin Floco Tausin, Schriftsteller und Bewusstseinsforscher. In meiner Arbeit erforsche ich die Leuchtstruktur, unser inneres strukturiertes Bewusstseinslicht. Erste Erscheinungen dieses Lichts können von vielen Menschen gesehen werden, doch meistens wird die Leuchtstruktur dann als eine Glaskörpertrübung namens Mouche volans verstanden. Wie kommt das? Was sind Mouche volans genau und was kannst du tun, wenn du Mouche volans siehst? Hier möchte ich auf einige Fragen antworten, die mir immer mal wieder gestellt werden. Ich sehe Mouche volans. Was nun? Als erstes solltest du herausfinden, was genau du siehst. Denn der Begriff Mouche volante wird häufig für unterschiedliche Arten von Glaskörpertrübungen verwendet. In meiner Arbeit jedoch geht es nicht um Glaskörpertrübungen, sondern um eine innere, strukturierte Lichterscheinung. Im Anfangsstadium kann die aber ähnlich aussehen wie manche Glaskörpertrübungen. Daher ist die Verwechslungsgefahr groß. Welche Arten von Mouche volans gibt es denn? Einerseits gibt es Mouches volantes, die auf bekannte Krankheiten zurückgeführt werden. Nennen wir sie pathologische Mouches volantes. Dann gibt es die weit verbreiteten harmlosen Glaskörpertrübungen, die als Alterserscheinung gelten. Manchmal werden sie idiopathische Mouches volantes genannt, also Mouches volantes ohne erkennbare Krankheitsursache. Und schließlich gibt es das, was ich Leuchtstruktur Mouche volantes nenne. Dies ist eine Bewusstseinserscheinung und hat mit Glaskörpertrübung nichts zu tun. Wie unterscheiden sich diese Arten von Mouche volans visuell? Beginnen wir mit den pathologischen Mouches volantes. Wenn zum Beispiel aufgrund eines Risses in der Netzhaut Blut in den Glaskörper fließt, dann sieht das aus wie größere und kleinere schwarze Flecken. Diese Flecken können auch großflächig als grauer oder schwarzer Rußregen oder Vorhang erscheinen. Diese Art von Mouches volantes kann auch von kurzen Lichtblitzen begleitet werden, die dadurch entstehen, dass sich der Glaskörper von der Netzhaut abhebt. Zwei weitere Arten von Mouches volantes sind die Asteroide hyalose sowie die Synchisis scintillans. Beide sehen ähnlich aus. Es sind weiße, milchige oder gelbliche Einlagerungen aus diversen Kristallen. Der Grund für die Bildung dieser Kristalle ist nicht restlos geklärt. Es wird ein Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen wie Diabetes vermutet. Allerdings bemerken Betroffene diese Einlagerungen oft nicht. Und wenn, dann sehen sie bei Tageslicht eher schwache Flecken, nämlich die Schatten der Einlagerungen. Mouches volantes im Blickfeld können schließlich auch Symptome von weiteren Erkrankungen des Glaskörpers, der Netzhaut oder anderer Teile des Auges sein, zum Beispiel grüner Star, Netzhautentzündung, Makuladegeneration, Aderhautentzündung, Entzündung der Iris oder Pilzbefall von Teilen des Auges. Diese Mouches volantes werden oft als Beeinträchtigungen oder Ausfälle von Teilen des Gesichtsfeldes gesehen. Solche Beeinträchtigungen werden Skotome genannt. Skotome können ganz unterschiedlich erscheinen, zum Beispiel als verschwommene, flimmernde und sogar farbige Halbkreise, so auch im Fall von Migräne. Es können aber auch trübe oder schwarze Flecken im zentralen oder peripheren Sehen sein. Wenn du also etwas in dieser Richtung siehst, solltest du das von einer Augenärztin oder einem Augenarzt untersuchen lassen. Diese pathologischen Mouches volantes sind aber selten. Wenn Fachleute heute von Mouches volantes sprechen, dann meinen sie meistens nur die idiopathischen, das heißt die nicht krankhaften Mouches volantes. Okay, und was sind diese harmlosen Mouche volans und wie sehen sie aus? Diese harmlosen Mouches volantes werden als verklumpte Glaskörperfasern verstanden. Der Glaskörper ist die gelartige klare Masse im Auge. Diese Masse ist von einem feinen Netzwerk aus Kollagenfasern durchzogen, das normalerweise unsichtbar ist. Im Laufe der Zeit aber schrumpft der Glaskörper, einige Stellen darin verflüssigen sich, andere verdichten sich. Manchmal hebt sich der Glaskörper auch von der hinteren Augenwand ab, also von der Netzhaut. Bei diesen Vorgängen kann das filigrane Kollagengerüst im Glaskörper zusammenklumpen. Wenn nun Licht in das Auge fällt, werfen diese Klumpen Schatten auf die Netzhaut und werden sichtbar. Dies ist ein natürlicher und normalerweise harmloser Alterungsvorgang. Diese Mouches volantes werden als trübe Flecken und Schatten wahrgenommen, die sich im Gesichtsfeld bewegen. Sie erscheinen zufällig und haben keine klar erkennbare Struktur.
Sind denn das nicht dieselben Mouches volants, über die du forschst und schreibst? Nein, was ich sehe, sind transparente, bei Konzentration auch hell leuchtende Punkte und Fäden mit klaren Konturen und einer klaren Struktur. Die Punkte haben einen Kern und die Fäden sind mit Punkten gefüllt. Und es sind immer dieselben Konstellationen. Am besten sehe ich sie beim Blick in den Himmel oder auf eine beleuchtete weiße Fläche. Auf meine Augenbewegungen reagieren sie meistens sehr empfindlich. Sie direkt anzuschauen und festzuhalten, ist nicht einfach. Wenn ich die Augen ruhig halte, fließen sie meistens nach unten. Ich nenne sie Leuchtstruktur Mouches volantes. Oder einfach die Leuchtstruktur. Aber genau diese Beschreibung trifft doch auch auf viele Mouches volants Bilder zu, die man im Internet sehen kann. Ja, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese ersten Erscheinungen der Leuchtstruktur mit den harmlosen Mouches volantes verwechselt werden. Es heißt, mehr als 70% aller Menschen sehen Mouches volantes, wenn sie sich achten. Ich vermute, dass viele von ihnen gar keine Glaskörpertrübungen sehen, sondern ihre Leuchtstruktur. Dazu passt, dass Augenärztinnen und Augenärzte in den Augen ihrer Patienten häufig keine entsprechenden Trübungen sehen können. Oder wenn sie etwas sehen, entspricht es häufig nicht dem, was die Patienten beschreiben. Ich bin mir nicht sicher, welche Art von Mouche volans ich sehe. Was kann ich tun? Vergleiche das, was du siehst, mit den Bildern in diesem Video und schau dir auch die Bilder auf meinem Diagramm an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Welche dieser Erscheinungen entspricht am ehesten dem, was du siehst? Wenn du immer noch unsicher bist, kannst du dich auch augenärztlich untersuchen lassen, wenn die Ärztin oder der Arzt nichts feststellen kann, das deiner Wahrnehmung entspricht. Und wenn deine Augen in Ordnung sind, dann kannst du davon ausgehen, dass du die Leuchtstruktur Mouches volantes siehst. Was sind denn nun diese Leuchtstruktur Mouches volans? Genau darum geht es in meiner Arbeit. Gemäß der Lehre meines Lehrers. Nestor sind die Leuchtstruktur Mouches volantes, die erste strukturierte Erscheinung unseres Bewusstseinslichts. Zu diesem Schluss gelangt er, weil sich seine Punkte und Fäden durch bewusstseinsintensivierende psychophysische Praktiken verändert haben. Sie sind zahlreicher, größer und leuchtender geworden. Und er berichtet davon, wie er sich bei hoher Bewusstseinsintensität durch diese Struktur auf ein Zentrum, auf eine einzelne Kugel zubewegt, die er die Quelle nennt. Ihm zufolge ist es möglich, bewusst in diese Quelle einzugehen, was einem Einswerden mit allen und allem entspricht. Und was sagst du selbst dazu? Durch mein eigenes Sehen kann ich zwar nicht jede Aussage von Nestor bestätigen, aber was ich selbst sehen kann, bringt mich zum Schluss, dass die Leuchtstruktur Mouches volantes keine Glaskörpertrübungen sind, sondern strukturiertes Bewusstseinslicht. Sie schwimmen nicht einfach frei herum. Sie sind beweglich, haben aber ihren Platz. Es sind immer dieselben, sie haben klare Strukturen, sie leuchten und sie können in energetisch intensiven Bewusstseinszuständen näher springen und größer erscheinen. Was kann ich tun, wenn ich meine Mouches volans loswerden will? Die Dinger stören im Blickfeld. Da kommt es wieder darauf an, was genau du siehst. Wenn du pathologische Mouches volantes siehst, dann geh zum Augenarzt und kläre die Behandlungsmöglichkeiten ab. Wenn du idiopathische bzw. harmlose Mouches volantes siehst, also altersbedingte Glaskörpertrübungen, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Viele Augenärzte würden dir wohl empfehlen, abzuwarten und deine Trübungen so gut wie möglich zu ignorieren. Wenn dir das gelingt, gut. Wenn nicht, dann findest du Augenärztinnen und Augenärzte, die medizinische Lösungen anbieten. Dazu gehört einerseits die Laserbehandlung, also die Aufspaltung der Trübungen mittels Laserpulsen. Andererseits die Vitrektomie, also die Entfernung und Ersetzung des Glaskörpers oder Teilen davon. Beide Behandlungen bergen Risiken. Du kannst es auch mit der Alternativ- und Komplementärmedizin versuchen. Da gibt es zum Beispiel Angebote im Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Auch Sehtrainings können helfen. Hüte dich aber vor dubiosen Anbietern, die mit Wundermitteln rasche Heilung versprechen. Allenfalls könnte eine Psychotherapie beim Umgang mit deinen Trübungen helfen, insofern sie die psychischen Gründe für deinen verstärkten Fokus auf die eigentlich harmlosen Mouches volantes aufdeckt. Und wenn ich die Leuchtstruktur Mouches volans sehe, sie aber nicht sehen will? Dann wechsle den Kanal, konzentriere dich auf dein Leben und ignoriere deine Leuchtstruktur.
Mouches volantes so gut wie möglich. Vielleicht werden sie dich irgendwann nicht mehr stören. Aber wenn das nicht klappt, dann solltest du sie annehmen, kennen und sehen lernen. Dann könnte genau das der Weg sein, um mit dieser Erscheinung klarzukommen und vielleicht sogar Freude daran zu entwickeln. Ich sehe die Leuchtstruktur und möchte damit arbeiten. Wie kann ich das? Das Einfachste ist, dich regelmäßig auf sie zu konzentrieren, im Sinne einer Meditation mit offenen Augen. Lerne sie kennen. Wie sehen sie aus? Wie bewegen sie sich? Welche Konstellationen kannst du sehen? Das Sehen, wie die Emmentaler Seher es verstehen, ist jedoch eingebettet in eine bewusstseinsfördernde Lebensweise und wird begleitet von psychophysischen Praktiken. Im Prinzip richtest du dich körperlich, gefühlsmäßig und gedanklich darauf aus, Energie anzusammeln und sie konzentrativ und ekstatisch umzusetzen. Konkrete Übungen dazu findest du einerseits in meinem Newsletter in der Rubrik Nestors Praxistipps sowie in meinen Büchern.